ABC-Verstärker, AB-Verstärker, Arbeitspunkt. Was heisst das? Was sind Vor- und Nachteile? Mehr dazu. Viel Spaß! Ja, guten Tag miteinander zu einem weiteren Vlog von Roland Spallinger. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Thema heute ist Transistor Klasse A, Klasse B und Klasse AB. Ich werde oft gefragt, was ist da der Unterschied zwischen diesen verschiedenen, wie sagt man dem, Arbeitspunkten quasi von diesen Schaltungen, die es gibt, von diesen Verstärkern, von diesen Endstufen. Wir sehen meistens so eine Mischform zwischen diesen zwei, aber was bedeutet das ganz genau? Wir haben zwei Transistoren, NP und PNP, das ist das sogenannte Push-Pull-Prinzip. Ich habe einen Transistor für die Oberhalbwelle und einen für die Unterhalbwelle. Wir haben das mal gezeichnet, also wenn man es in der Kamera sieht, das ist der Sinus, den es gibt. Das wird erzeugt vom einen Transistor und das andere mit der negativen Spannung. Und die untere Halbwelle vom anderen Transistor, das nennt man sogenannte Push-Pull. Jetzt ist es so, dass ein Transistor hat eine Kennlinie und die ist nicht linear. Das heisst, im unteren Teil, man sieht das da auf dieser Grafik, ist das nicht linear. Und was man dann kann machen durch eine sogenannte Arbeitspunktverschiebung, also eine Ruhestromverschiebung in der Schaltung, tut man quasi den Arbeitspunkt verschieben. Und die Arbeitspunktverschiebung heisst, dass der Transistor dementsprechend auch wärmer wird, also man kann das aber steuern. Und eine reine Klasse A-Schaltung macht einfach mehr Wärme, mehr Verlustleistung, aber ist dafür gewährleistet, dass das in einem optimalen Arbeitsbereich liegt. Und das hat folgenden Vorteil, ich das hier auf der Grafik noch mal schnell zum Zeigen im zweiten Teil. Wir haben da in diesen, das ist quasi dann zum näher gesehen, sogenannte Übernahmeverzerrung. Also wenn ich den BIAS tief habe ich da, weil es ja zwei Transistoren sind, habe ich eine sogenannte Crossover- oder Übernahmeverzerrung. Und das klingt einfach so schlecht und so ganz leicht verzerrt, wenn man es nicht im Griff hat, dort mit dem Übergang von der Positiv- in die negative Halbwelle und umgekehrt in dem Signal. Und darum tut man oft den Arbeitsbereich auf den Ruhestrom erhöhen, der sogenannte BIAS, und hat dann den Transistor in einer nicht verzerrten oder in einem linearen Teil von der Kennlinie, und darum haben wir die Crossover-Verzerrungen weg. Also es ist so, man hat Klasse A, das ist als Idee einfach sehr, sehr hohe Verlustleistung. Ich sage jetzt ein Transistor 50 Watt Maximalleistung kann, dann habe ich die Hälfte Leistung eigentlich verbraten in Wärme. Ich muss dementsprechend grosse Kühlrippen haben und muss auch ein Netzteil haben, das das kann. Also ich muss ein Netzteil haben mit grossem Transformator, grossen Kondenser, auch ein Gleichrichter, der stromfähig ist mit hohen Temperaturen oder höheren Temperaturen. Also ich habe im Normalfall die Hälfte Verlustleistung, also wir haben Nutzleistung 50% und Verlustleistung 50%. Im Klasse B, dort ist es eigentlich so, habe ich einfach sagen wir, einen kleinen Teil, wo quasi Wärme umgewandelt wird. Ich habe dafür eine höhere Effizienz. Und Klasse C gibt es auch. Das ist dann mit meistens sehr hohen Verzerrungen und ganz, ganz wenig Verlustleistung. Braucht man eher so im Sende-Hochfrequenzbereich. Das ist eigentlich dort im Einsatz. Im Audiobereich sehen wir das nicht. Was man jetzt machen kann, man kann aber auch den sogenannten Klasse A-Anteil, es gibt so eine Mischform, die heißt Klasse AB.
kann ich quasi einfach den Klasse A-Anteil erhöhen. Das heisst, ich habe zum Beispiel eine 100 Watt Endstufe und 5 Watt einsetzen in Wärmeentwicklung. Dann wird sie im Verhältnis zu einer reinen Klasse A, die dann 50 Watt Verlustleistung hätte und sehr warm wird, habe ich einfach nur einen Teilbereich, der warm wird, das ist die 5 Watt. Und ich habe theoretisch 95 Watt Ausgangsleistung zur Verfügung. Und dann, nach 5 Watt, geht es in den sogenannten B-Bereich. Dann nimmt die theoretische Verzerrung zu. Das ist aber immer noch in einem vernachlässigbaren Bereich. Ja, das sind so die Vor- und Nachteile von der Klasse A-B-Schaltung oder AA und B. Wir haben meistens im Einsatz sieht man im Audiobereich A-B. Also klar gibt es sehr viel reine A, reine B trifft man praktisch nie und A-B ist so die Mischform, die man eigentlich hat. Also man hat den Anfang einen grösseren Trafo, auch für die Laststabilität, für die Impulsleistungen, grössere Netzteile. Und so kann auch mal irgendwo kann man auch einen Klassenanteil erhöht einsetzen bei einem Verstärker und das klingt dann dementsprechend besser. Hat einfach die Klasse A braucht auch ein bisschen mehr Leistung, das ist so. Die Klasse A braucht sicher mehr Leistung, AB braucht ein bisschen mehr Leistung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas gelernt. Es freut mich, wenn ihr ein Like macht oder uns folgt oder verfolgt. Bis dann, tschüss.